Hallihallöchen und herzlich willkommen zum 20. Kapitel der Hermione Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Ich habe heute Kapitel 20 dabei und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß damit. Kapitel 20 Das Leben von Draco Malfoy, dem Laufburschen. Wir fangen an mit einer wunderschönen Grafik von Where's the Pixie Dust. Draco hätte sich überhaupt nicht darum sorgen müssen, dass Granger eventuell zu viel Aufhebens um ihn machen könnte. Das war das Problem mit Heilern. Sie hatten bereits zu viel gesehen, und so ein unbedeutendes Problem wie eine tödliche Vergiftung war nur noch von geringem Interesse, wenn der Patient bereits auf dem Weg der Besserung war. Granger öffnete die Tür, betrachtete seinen Hals aus höflicher Distanz, äußerte sich erfreut darüber, dass er so gut verheilte, und fragte ihn dann knapp, was er wolle. Da war keinerlei Romantik in Granger. Es gab keine Chance, sie zu schüchternen Vermutungen oder wimpernklimpernden Annahmen zu verleiten. Sie war einfach furchtbar pragmatisch. »Nun?« fragte Granger. »Ist irgendetwas?« Draco zog die Blumen hervor. »Oh«, keuchte Granger mit diesem Gesichtsausdruck der überraschten Freude, der für Draco ein gewisses Suchtpotenzial bereithielt. Und nein, sie wurden nicht mit McLaggens Leiche gedüngt. »Natürlich sind sie das nicht«, sagte Granger und nahm den Blumenstrauß entgegen. »Dafür sind sie viel zu schön.« Draco machte eine kleine Verbeugung. »Mit den besten Grüßen meiner Mutter. Sie hat einen Brief für dich angehängt. Ich soll dir ebenfalls meinen überschwänglichen Dank dafür aussprechen, dass du mein Leben gerettet hast. Sag ihr bitte, dass ich das getan habe, falls sie dich danach fragen sollte.« »Deine Überschwänglichkeit hat mich ziemlich umgehauen.« »Perfekt.« »Muss ich sie ins Wasser stellen?« wollte Granger wissen und hielt sich den sanft flatternden Blumenstrauß ans Gesicht. »Ich denke, dass meine Mutter sie so verzaubert hat, dass sie sich eine Weile halten. Aber es kann nicht schaden, nehme ich an.« Granger verschwand in ihrem Cottage. »Du kannst reinkommen, wenn du möchtest«, rief sie. »Falls du keine anderen Pläne hast.« »Meine einzigen anderen Pläne bestehen daraus, von der Fürsorglichkeit der Elfen erstickt zu werden.« Granger stieß ein mitleidiges Geräusch aus. »Armer Schatz.« Das war nun schon das zweite Mal an diesem Tag, dass Draco von einer Frau wegen dieser Schwierigkeiten aufgezogen wurde, und allmählich fühlte er sich ziemlich verarscht. »Ich werde dir nur eine ganz normale Tasse Tee anbieten«, verkündete Granger. »Ist das eine erfrischende Abwechslung nach all der Fürsorglichkeit, die du ertragen musstest?« »Oh ja, bitte mach sogar einen unterdurchschnittlichen Tee.« »Ich werde vergessen, das Wasser zu kochen.« »Ausgezeichnet«, erwiderte Draco und setzte sich auf einen Küchenstuhl. Granger verwandelte ein Wasserglas in eine Vase. Der flatternde, glitzernde Blumenstrauß erhielt einen Ehrenplatz auf ihrer Küchenarbeitsplatte. Der Kater sprang hinauf und berührte mit einer neugierigen Pfote die zitternden Blütenblätter. »Hübsch«, seufzte Granger. »Ich muss unbedingt herausfinden, wie ich den Strauß dazu bringen kann, mir durchs Haus zu folgen, damit ich ihn die ganze Zeit sehen kann. Egal, in welchem Raum ich mich befinde.« »Das erzähle ich meiner Mutter. Das wird ihr schmeicheln.« Granger entdeckte den Umschlag. »Soll ich Ihren Brief jetzt lesen oder lieber später?« »Später bitte«, sagte Draco. »Ich habe schon genug von Ihrer Erleichterung darüber zu hören bekommen, dass Ihr geschätzter Sohn noch am Leben ist.« Granger legte den Brief pflichtbewusst beiseite. »Sie will, dass du deinen Job als Auror aufgibst, weißt du? Sie ist davon überhaupt nicht begeistert.« »Ich weiß. Sie fand es schon damals nicht toll, als ich mich dafür entschieden habe. Und der Nundu-Vorfall war der erste Einsatz innerhalb meiner Karriere, bei dem ich fast draufgegangen wäre. Es war also ein kleiner Schock für sie.« Granger, die verträumt die Kolibri-Hyazinthen berührt hatte, wandte sich mit einer schuldbewussten Grimasse zu ihm um. »Ich fühle mich schrecklich deswegen.« »Du? Wieso das denn? Du hast mich gerettet.« »Ja, aber wenn ich deinen ersten Versuch, Telfen festzunehmen, nicht sabotiert hätte, dann wäre nichts davon passiert.« »Stimmt«, räumte Draco ein. Dann fügte er hinzu, »Ich hätte gerne eine Entschuldigung von deinem Otter.« Grangers Blick war eine Mischung aus Verunsicherung und Belustigung. Draco hielt ihren Blick mit hochgezogener Augenbraue stand. Sie seufzte, zog ihren Zauberstab und wirkte ein Expecto Patronum. Ihr Otter schwebte zu Draco und sah so zerknirscht aus, wie es ein Otter nur vermochte. »Es tut mir leid«,
sagte der Otter. »Dir sei vergeben«, erwiderte Draco sehr wohlwollend. Der Otter rollte daraufhin ernsthaft mit den Augen und verschwand. »Diese Kreatur ist eine absolute Frechheit«, schnaubte Draco. Er wandte sich wieder zu Granger. »Aber zugegeben, wenn du meinen ersten Versuch nicht vermasselt hättest, dann hätte ich nur Telfon erwischt. Jetzt haben wir sogar gleich 20 Bösewichten die Handschellen angelegt. Vielleicht macht es das wieder wett.« 20? Tonks muss sehr zufrieden sein. »Das ist sie. Sie hat mir zur Belohnung angeboten, dass ich mir meinen nächsten Einsatz aus ihrem Müllhaufen von einer Auswahl aussuchen darf und mich von diesem Schutzauftrag hier abzuziehen.« Draco fügte den letzten Teil hinzu, weil er neugierig war, ob Granger auf irgendeine interessante Art und Weise auf diese Information reagieren würde. Granger, die mit dem Tee beschäftigt gewesen war, erstarrte. »Hat sie das?« »Ja.« Granger setzte den Teekessel auf. Sie hatte Draco den Rücken zugekehrt, doch ihre Schultern waren angespannt. »Und? Was hast du dazu gesagt?« »Ich habe es abgelehnt.« Ihre Schultern entspannten sich. »Oh, hast du?« vergewisserte sie sich mit eingestudierter Lässigkeit. »Ja. Bist du damit zufrieden? Ich bin mir gerade nicht sicher.« Granger drehte sich herum. Ihr Gesicht zierte ein sorgfältig neutraler Ausdruck. »Ich denke, das sind gute Neuigkeiten«, erklärte sie und richtete ihren Blick auf eine Stelle irgendwo über Dracos Kopf. »Immerhin muss ich mich dann nicht daran gewöhnen, dass ständig jemand anderes vorbeischaut, weißt du? Und außerdem bist du bist sehr gut. In dem, was du tust. Nicht, dass ich denken würde, dass deine Kollegen keine gute Arbeit leisten.« Sie wurden von dem Kater unterbrochen, der von der Arbeitsplatte auf Dracos Schoß sprang. Machte Draco. Granger sah amüsiert aus. »Krummbein, was machst du denn da, du Dummerchen? Du wirst jede Menge Haare auf ihm hinterlassen.« Als wäre er dadurch an eine wesentliche Notwendigkeit in seinem Leben erinnert worden, machte der Kater ein paar Schritte in Richtung Dracos Brust und rieb sich an seiner feinen, schwarzen Robe. Sein Schwanz glitt dabei unter Dracos Kinn. Ist das ein Schnurren?« fragte Draco verblüfft, als er ein starkes Grollen vernahm, das von dem Kater ausging. »Oh ja, wenn er es tut, dann kann man es auf einer Richterskala messen.« »Darf ich ihn streicheln oder beißt er mir dann die Hand ab?« »Du kannst es versuchen«, sagte Granger, obwohl Zweifel in ihrer Stimme lagen. Der Kater ließ sich ein kurzes Graulen unter dem Kinn gefallen. Dann kletterte er über Dracos Brust auf seine Schulter und von dort auf seinen Kopf, der ihm als Absprungbrett für ein darüberliegendes Regal diente. Wie ein Brotlaib ließ er sich zwischen einem Krug Mehl und einigen getrockneten Kräutern nieder und beobachtete sie dann aus seinen gelben Augen. Draco richtete sein Haar, das noch nie so entwürdigend benutzt worden war. »Ich habe vergessen, das Wasser zu kochen«, erklärte Granger und servierte den Tee in 2 dampfenden Tassen. »Und du? Bist du auch zufrieden? Ich weiß, dass dieser Personenschutz für keinen von uns das bevorzugte Ergebnis war. Ich bin ziemlich überrascht, dass du dich dafür entschieden hast, den Job zu behalten.« Draco rührte Milch in seinen Tee, was ihm genug Zeit gab, über eine nette und neutrale Antwort nachzudenken. »Ich würde meinen Familienring nicht an einen der anderen Auroren weitergeben. Und die Ringe sind nun einmal die einzige Möglichkeit, deine Bewachung so gering wie möglich zu halten.« »Oh, ja, das weiß ich zu schätzen.« »Und ich denke, ich will die Sache bis zum Ende durchziehen«, ergänzte Draco, jetzt, wo ich schon so weit gekommen bin. »Du bringst Dinge gerne zu Ende.« »Gelegentlich.« »Hier könnte das Ende aber noch weit entfernt sein.« Granger musterte ihn mit einer Art verschleierter Besorgnis über ihren Tee hinweg. »Noch 6 Monate, wenn alles gut geht.« Draco zuckte mit den Schultern. »Es ist bereits Juli. Was sind schon 6 weitere?« »Ist das wirklich schon ein halbes Jahr her?« »Ja, ich habe den Auftrag im Januar angenommen.« Granger stützte ihr Kinn in ihre Hand. Sie sah nachdenklich aus. 6 ganze Monate. Wie die Zeit vergeht. Und wir haben nur 2 oder 3 Mal versucht, uns gegenseitig umzubringen.
Wir machen das ziemlich gut. Dein letzter Versuch war bisher der erfolgreichste, bemerkte Draco mit einer Geste auf seinen Hals. Wenn das Absicht gewesen wäre, dann wärst du definitiv tot. Das versichere ich dir, schnaubte Granger. Wie hast du es geheilt? Meine Mutter sagte, du hättest Muggeldinge mit mir gemacht. Granger beäugte ihn, als würde sie entscheiden müssen, wie viel Stupidität in ihrer Erklärung erforderlich sein würde, damit er sie verstand. Nun, nachdem du erwähnt hattest, dass es auf englischem Boden einen Nundu gibt, war ich der Meinung, dass es nicht schaden könnte, ein wenig Recherche zu betreiben. Und natürlich hast du das auch getan. Kein magisches Krankenhaus in Großbritannien oder ganz Europa ist für den Umgang mit Nundu-Gift ausgerüstet. Ganz zu schweigen vom guten alten St. Mungo. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass irgendetwas schief gehen würde. Aber mir war klar, dass wir schrecklich unvorbereitet sein würden, falls doch. Also ließ ich eine Probe des Gifts importieren. Dracos Augen verengten sich. Ist diese Probe zufällig an dem Tag angekommen, an dem ich in deinem Büro war? Ja. Herzensprojekt am Arsch. Es war ein Herzensprojekt. Zu dem Zeitpunkt war ich nämlich noch davon überzeugt, dass es nirgendwo hinführen würde. Es gab schließlich bisher kein bekanntes Gegengift. Granger stieß sich von dem Tisch ab, an dem sie gesessen hatte, schwang ihren Zauberstab und begann damit, sich für ihren Vortrag aufzuwärmen. Um sie herum erwachten Diagramme, Fiolen und Moleküle zum Leben. Wir unterbrechen wieder für eine atemberaubende Kunst von Nikita Jobson. Das Nundu-Gift ist ein starkes Neurotoxin, das als Alorektin bekannt ist. Dieses Violette hier. Ich habe mich zu seiner Wirkung belesen und die war fast identisch mit einem nicht-magischen Biotoxin namens Phenytoxin, diesem orangefarbenen. Es ist ein Raubtiergift. Ich habe ein bisschen Laborarbeit gemacht, um die Synonymität zu bestätigen. Ein bisschen Laborarbeit? Mein Labor ist ungewöhnlich gut dafür ausgestattet, solche Dinge zu untersuchen. Und ich war neugierig. Die Beschaffenheiten waren bemerkenswert gleich. Sie sind fast nicht zu unterscheiden. Beide Toxine entfalten ihre Wirkung, indem sie, um es furchtbar zu vereinfachen, Natriumkanäle in motorische Nerven blockieren. Sie können innerhalb von Minuten nach der Gabe eine fast vollständige motorische Lähmung und einen Atemstillstand verursachen. Einer der Magiezoologen hat uns gesagt, dass ein einziges Milligramm Nundu-Gift einen Erwachsenen innerhalb von wenigen Stunden töten kann. Richtig. Du hattest Glück, dass dein Team dich so schnell in St. Mungo gebracht hat. Wie auch immer. Ich habe Protokolle über experimentelle Muggelbehandlungen gefunden, die man bei einer Vergiftung mit Phenytoxin getestet hat. Und da ich mich zwischen diesen und deinem bevorstehenden Tod entscheiden musste, habe ich sie angewandt. Neostigmin, Cholinesterasehämmer, alpha-adrenergische Agonisten. Granger beschwor weitere Diagramme zu Dracos Erbauung herauf. Dann tauchte eine winzige Figur, inklusive weißblondem Haar, auf, die ihn darstellen sollte. Technisch gesehen war es kein Gegengift. Aber dein Körper konnte gegen die neuerlichen Alorektin-Herausforderungen ankämpfen, bis das Gift sich schließlich zersetzt hat und ausgeschieden werden konnte. Jetzt schwitzte der kleine Draco und... »Pinkelt der gerade?« fragte Draco. »Ja«, nickte Granger. Eine winzige Krankenschwester erschien und tätschelte den Kopf des kleinen Draco. Er stand auf und vollführte einen winzigen Freudentanz. Dann lösten sich beide Figuren in Luft auf. Ein sich langsam drehendes Alorektin-Molekül leuchtete immer noch violett neben Granger. Sie hatte einen Finger an ihre Lippen gelegt, während sie es studierte. Das ist nur ein weiterer faszinierender Teil der Intersektionalität zwischen magischen und Muggeltherapieansätzen. Alles, was dazwischen liegt, ist bedauerlicherweise unerforscht. Aber naja, ich kann nicht mehr als arbeiten. Dennoch, kannst du dir vorstellen, wie es wäre, ein künstliches Antigen zur Bekämpfung des Nundu-Gifts zu haben? Ein antitoxisches Serum. So etwas würde beiden Welten dienen. Sie versank in ihren Gedanken. Dann blinzelte sie, schien sich dabei zu erinnern, dass Draco im Raum war, und setzte sich wieder auf ihren Stuhl. Ich habe meine Notizen für das Behandlungsprotokoll dem St. Mungo überlassen. Sie werden diese Erkenntnisse mit unseren Kollegen in Tansania teilen. Ich hoffe allerdings, dass Nundu-Vergiftungen auf englischem Boden ein seltenes Ereignis bleiben werden. Du bist mir vielleicht einer, murmelte Draco. Er musterte sie, während er sein Kinn auf seinen Fingerknöcheln abstützte.
Granger sah von ihrer Teetasse auf und fing seinen Blick ein. »Hör auf, mich so anzusehen.« »Wie denn?« wollte Draco wissen, ließ seine Augen noch weicher werden und erlaubte einem vagen Lächeln, sich auf seine Zügel zu schleichen. »Als ob du total überwältigt wärst.« »Warum?« »Es verunsichert mich.« »Ist nicht jeder von dir überwältigt?« »Ja, aber bei dir ist es beunruhigend.« »Aber ich bin überwältigt. Geradezu fasziniert.« Granger warf ihm einen genervten Blick zu. »Professor.« Mit einem verärgerten Geräusch stand Granger auf und trat an die Arbeitsplatte, um sich Tee nachzuschenken. Draco fand, dass sie nervös aussah, was interessant war. »Auf jeden Fall wirst du als der Auror, der gegen das Nundu gekämpft und überlebt hat, in die Geschichte eingehen«, bemerkte Granger über das Geräusch des rauschenden Wassers hinweg. »Ich finde, ich sollte eine Trophäe dafür erhalten. Oder eine Medaille.« Draco hielt kurz inne und fügte dann hinzu: »Nein, wenn jemand eine Medaille erhält, dann solltest du das sein. Ich habe nichts anderes getan, als in einem Strom aus Gift zu landen, der gerade frisch von der Quelle kam.« »Ich habe so viele Medaillen, ich weiß gar nicht, was ich damit noch anfangen soll. Irgendein Klugscheißer hat meine Sammlung einmal ein Mosaik genannt, weißt du?« »Was für eine clevere und amüsante Beobachtung«, stellte Draco fest. »Der Meinung war ich auch.« Nachdem sie scheinbar entschieden hatte, dass Dracos entnervter Blick ausreichend nachgelassen hatte, kehrte Granger zum Tisch zurück. »Ich soll dich fragen, ob es Waisenkinder oder irgendwelche anderen edlen Zwecke gibt, die du gerne unterstützt hättest«, merkte Draco an. »Meine Mutter und ich möchten unseren beträchtlichen Einfluss auf alle Angelegenheiten ausüben, die dir am Herzen liegen.« »Das ist vollkommen unnötig«, entgegnete Granger mit einer Entschlossenheit, die Narzissa gekränkt hätte. »Ich habe nur meinen Job gemacht.« Falsche Antwort. Denkt etwas aus. »Gib doch eine Kniesel-Informationsveranstaltung.« »Bleib ernst.« Granger warf ihm einen Blick zu, registrierte, dass er es wirklich so meinte und seufzte. »Ich wiederhole, ich habe nur meinen Job gemacht.« »Schon. Aber vielleicht ein wenig darüber hinaus«, schmunzelte Draco und wiederholte damit Grangers eigene Worte aus einem weit entfernten Hotelfoyer. »Nicht? Bist du ja sicher? Du hast also nicht ganz nebenbei ein wenig Forschung außer der Reihe betrieben?« »Vielleicht ein bisschen«, gab Granger zu und unterdrückte ein Lächeln. »Ich merke langsam, dass ich bei dir aufpassen muss, was ich sage, damit meine eigenen Worte nicht gegen mich verwendet werden.« »Dito«, sagte Draco, weil es stimmte. »Was darf's denn jetzt sein? Wir beteiligen uns gerne an deinem Forschungsfonds. Mir wurde einmal gesagt, dass es unglaublich teuer sei, ein Labor zu betreiben.« »Mach lieber eine Spende für das St. Mungo draus, wenn es unbedingt sein muss.« »Nicht für deine eigene Forschung?« »Nein. Dem St. Mungo würde es unmittelbar besser helfen, denke ich.« »Irgendeine Station im Besonderen?« Granger hielt inne, um nachzudenken. »Was für eine Summe haben die großzügigen Malfoys denn im Sinn?« »Eine große«, erwiderte Draco. »Du hast mein Leben gerettet.« »Definiere groß.« »Du wirst es herausfinden.« Granger sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Dann leite es bitte an die Janus-Thicke-Station für die Langzeitpatienten des Hospitals weiter. Die ist schrecklich heruntergekommen und schmuddelig.« »Betrachte es als erledigt.« »Wenn ich eine allgemeine Anmerkung machen darf, dann wäre es schön, wenn es dort mehr Fenster gäbe.« »Gut.« »Auch mehr Privatsuiten. Ein Studio zum Trainieren, ein Klavier, eine kleine Bibliothek, ein Schwimmbecken?« Der letzte Punkt wurde mit einer Art unsicherem Zögern vorgeschlagen. Draco lüpfte eine Augenbraue. Granger hob ihre Hände. »Was? Du hast groß gesagt und das nicht weiter definiert.« »Ich verspreche dir, dass dich meine Definition von groß nicht enttäuschen wird.« »Ich werde mich mit einem Urteil zurückhalten, bis ich etwas Konkretes sehe«, erklärte Granger. »Ich weiß. Du bevorzugst harte Fakten.« »Exakt.« Sie beäugten einander. Dann fragte Draco, »Reden wir immer noch von Geld?« »Natürlich«, erwiderte Granger und wirkte dabei ein wenig steif. Einen Moment lang glaubte er, den Hauch eines Grinsens zu sehen,
Aber wenn es wirklich da gewesen war, dann hatte sie es schnell wieder unter Kontrolle. Ich habe alle deine Anforderungen geistig notiert, sagte Draco schließlich. Auch das verdammte Schwimmbecken. Ich denke, dafür haben sie nicht genug Platz. Wozu um alles in der Welt brauchst du denn überhaupt ein Schwimmbecken? Hast du mal Lust auf ein Bad mit den Patienten? Nicht für mich, schnaubte Granger. Hydrotherapie ist wunderbar für so viele Beschwerden. Chronische Schmerzen, Training nach Operationen, Behandlung von Nervenschäden oder Wirbelsäulenverletzungen und für die Langzeitpatienten mit erheblicher Dekonditionierung ist es eine brillante Möglichkeit, sie wieder sanft an körperliche Aktivitäten zu gewöhnen. Ich weiß, dass es nur Wunschvorstellungen sind, aber du hast groß gesagt. Granger verfiel in einen Tagtraum. Vermutlich waren ihre Gedanken nun ganz weit weg. In einer bereits renovierten Janowsticke-Station, wo fröhliche Patienten in einem Sportstudio herumtänzelten, Klavier spielten und Schwanenübungen in Pools machten. Ihr Blick war versonnen. Sie hatte die Hände unter dem Kinn verschränkt und ein Lächeln auf den Lippen. Sie hatte nicht einmal das Angebot angenommen, dass er ihre eigene Forschung finanzieren würde. Musste sie wirklich so gut sein? So großzügig? So rein? In einem ebenso epiphanischen wie verblüffenden Moment erkannte Draco, dass es nicht er selbst oder irgendein anderer Reinblüter war, den man als rein bezeichnen konnte. Granger war in jeder Hinsicht, auf die es ankam, reiner als sie alle. Im Hinblick auf Herz und Verstand, im Hinblick auf ihre Absichten. Kein Stammbaum, keine verschachtelten Ehen unter irgendwelchen Verwandten, keine Wandteppiche. Lediglich die Reinheit ihrer Intentionen. Er sah sich um und rechnete fast schon damit, dass eine Herde Einhörner in ihrem Cottage auftauchen würde, um sich von ihr streicheln zu lassen. Obwohl wir, ehrlich gesagt, bereits an dem Punkt angekommen sind, an dem sogar ein neuer Anstrich und ein Aufmunterungszauber für Heilerin Crutchley eine gewaltige Verbesserung wären, murrte Granger und kehrte damit in die Gegenwart zurück. Ich sollte ihr auflauern und es selbst tun. Sie bemerkte Dracos stummen Blick. Was? Ich warte auf die Ankunft der Einhörner, murmelte Draco. Einhörner? Nichts, seufzte Draco. Vergiss es. Granger stand auf, um ihre leeren Tassen zur Spüle zu tragen, und musterte ihn misstrauisch über ihre Schulter. Draco erhob sich ebenfalls, um ihr die Löffel zu bringen, auch wenn er sie genauso gut hätte schweben lassen können. Aber sie machte es mit der Hand, und er war hier in ihrem Haus, also tat er es ihr gleich. Und das war keine Entschuldigung dafür, in ihrer unmittelbaren Nähe zu bleiben. Nachdem Draco insgeheim zu dieser feinen Erklärung gekommen war, suchte er nach einem neuen Gesprächsthema. War das Buch wenigstens nützlich? Das war eine äußerst erfolgreiche Themenwahl. Ja! Granger klatschte begeistert in die Hände. Das war's. Nun, ich bin froh. Er hatte offenbar eine Schleuse der Begeisterung geöffnet, denn Granger schleifte ihn ins Wohnzimmer, bevor er seinen Satz beenden konnte. Die neue Ausgabe von Offenbarungen befand sich auf einem Sockel, der mit einigen Stasezaubern und einer kleinen Auswahl an Alarmzaubern belegt war. Die Worte entschlüpften Granger vor lauter Aufregung wie ein Schnellfeuer. Du hast ja gesehen, wie beschädigt meine eigene Kopie war. Lüg nicht. Ich weiß genau, dass du sie dir angeschaut hast. Jedenfalls hatte ich maximal 30% des Textes in seiner wesentlichen Form. Ich konnte zwar gewisse fundierte Schlussfolgerungen ziehen, wäre aber in absehbarer Zukunft in einer Sackgasse gelandet. Sie nahm die Zauber von dem Sockel, belegte ihre Hand mit einer Art Schutzzauber und öffnete das Buch. Bei diesem Exemplar ist die zweite Hälfte fast vollständig intakt. Schau nur! Schau! Spektakulär! Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es überhaupt noch eine Kopie gibt oder dass sie auch nur halb so gut erhalten sein würde. Es zur Verfügung zu haben, ist ein echtes Geschenk. Ein Geschenk! Ich kann dir gar nicht genug danken. Dafür könnte ich dich umarmen, bis du keine Luft mehr kriegst, beendete sie und rang stattdessen ihre Hände. Die Worte waren aus Dracos Mund, bevor er sie aufhalten konnte. Du kannst, weißt du? Was kann ich? Mich umarmen, bis ich keine Luft mehr kriege. Die Wucht, mit der sie seine Aufforderung umsetzte, hatte er nicht erwartet. Sie machte einen Hüpfer, um seinen Hals zu erreichen, legte ihre Arme um ihn und zog ihn in eine feste Umarmung aus aufrichtiger Dankbarkeit. Er legte einen einzigen höflichen Arm um sie, um das Gleichgewicht zu halten, oder so. Sie roch nach Tee und Zucker und fühlte sich herrlich an,
wie sie sich so an ihn drückte. Eines Tages, flüsterte Granger irgendwo an seinem Hals, werde ich dir erklären, warum das alles so wichtig ist. Draco wartete darauf, dass seine Zunge ihm eine witzige Antwort lieferte, musste aber schließlich feststellen, dass er absolut sprachlos war. Es kam nichts Witziges. Und auch nichts Unwitziges. Er fühlte sich fast so, als hätte ihn ein Schockzauber getroffen. Er beging den taktischen Fehler, nach unten zu blicken, denn so hatte er schließlich ihre warmen Augen und ihr Lächeln und, oh nein, jetzt wollte er seine Arme um sie legen, und zwar nicht so halbherzig, wie er es jetzt gerade tat, und sie hochheben. Er wollte eine echte Umarmung daraus machen. Eine Ganzkörpersache, voller Frontalkontakt. Das war es, was er wollte. Und dann wollte er sie vielleicht auf die Sofalehne setzen, denn das schien die richtige Höhe zu sein, und dann andere Dinge. Doch er tat es nicht. Weil er kein Idiot war. Sie würde kreischend davonrennen und ihn wahrscheinlich schlagen. Es war immerhin Granger. Granger, scheinbar zufrieden mit ihrer Umarmung, ließ ihn wieder los und wandte sich vollkommen unbeirrt erneut dem Buch zu, während Draco wortlos neben ihr stand wie ein Schwachkopf, dem man einen Zungelfesselfluch verpasst hatte. Sie fuhr mit ihren begeisterten Ausführungen über den Wälzer fort und deutete auf einige Markierungen an den Seitenrändern. Sogar die Randbemerkungen sind unbeschädigt. Das sind Kommentare von mehreren Jahrhunderten, weißt du? Aus so vielen verschiedenen Epochen. Faszinierend. Schau mal. Malfoy, du siehst ja gar nicht hin. Ich schaue hin, sagte Draco. Das war eine Lüge, denn in Wahrheit schwebte er gerade in glücklicher Benommenheit irgendwo durch die entlegensten Winkel des Universums. Granger setzte ihre Demonstration fort. Die Illuminationen auf dieser Seite sind wirklich prächtig. Denkst du, das ist echtes Blattsilber? Könnte sein, presste Draco hervor. Sein Blutkreislauf war voller Glückshormone. Er war wieder 13 Jahre alt und ein Mädchen hatte ihn umarmt. Es war ein Zeitumkehrer im Spiel. Das musste es sein. Es gab keine andere Erklärung dafür, dass ihm wegen einer einzigen dummen Umarmung so schwindelig war. Umwerfend, hauchte Granger und deutete auf eine andere Buchmalerei. Einen grünen Drachen. Das hier stammt aus der Legende von St. George. Und da ist sein Kreuz. Das kleine Rot-Weiße dort. Ja. Granger schien zu spüren, dass sie die Aufmerksamkeit ihres Publikums verloren hatte. Mit einem kleinen glücklichen Seufzen schloss sie das Buch. Ich bin schon fast damit fertig, das ganze Ding zu digitalisieren. Dann lasse ich dieses Exemplar in die Bibliothek von King's Hall schicken. Die Leiterin der Bibliothek wird von ihrem Stuhl fallen. Ich wollte es ihnen unter deinem Namen anbieten. Mach es lieber zu einem gemeinsamen Geschenk, schlug Draco vor. Betrachte es als erledigt, schmunzelte Granger. Sie erweckte den Stasezauber über dem Wälzer wieder zum Leben. Dann geben wir der Leiterin der Bibliothek einen weiteren Grund, von ihrem Stuhl zu fallen. Wieso? Unsere Namen. Zusammen. Auf einem Geschenk? Sie wird annehmen, dass einer von uns eine Wette verloren hat. Lass sie das nur denken. Besser als die reißerische Wahrheit über die Erpressung und die Wiedergutmachung für McLaggens Krankenschwester-Fantasien. Draco verzog das Gesicht. Zumindest klingt Malfoy Granger ziemlich anständig. Ich bitte um Verzeihung. Wenn überhaupt, dann wäre es Granger Malfoy. Alphabetisch. Granger unterbrach sich mitten im Satz, als sie versuchte, ein Gähnen zu unterdrücken. Draco verstand den Hinweis. Ich sollte gehen. Tut mir leid, seufzte Granger und gähnte erneut. Sie begleitete ihn zur Tür. Ich bin ziemlich kaputt. So siehst du auch aus. Charmant. Vielen Dank. Draco hätte ihr die heimliche Wahrheit offenbaren können, dass die Müdigkeit ihr unglaublich gut stand, dass die dunklen Schatten unter ihren Augen von der unermüdlichen Arbeit eines brillanten Geistes zeugten, dass ihr willkürlich geflochtener Zopf hinreißend natürlich aussah und seine Finger dazu einluden, mit den Strähnen zu spielen, die ihm entflohen waren. Er hätte. Doch er tat es nicht. Er war immer nicht dumm. Granger öffnete die Haustür. Draco ging an ihr vorbei, um das Haus zu verlassen. Sein Arm berührte flüchtig ihre Schulter. Er trat in die monddurchflutete Julinacht, die süß vom vollen Duft des Sommers war. Hat dir schon einmal jemand gesagt, dass du ein bisschen zu dünn bist? Wollte Draco unvermittelt wissen. Ja,
Vor nicht einmal einer Stunde im Pub. Gut. Haben Harry und Ron dich dazu angestiftet, ihre Aussage zu untermauern? Oder Neville? Oder Ginny? Draco machte ein spöttisches Geräusch. Ich würde niemals als ihr Laufbursche dienen. Ich bin allerdings froh, dass Sie es ebenfalls bemerkt haben und keine absolut nutzlosen Freunde sind. Oh, weil du und deine Freunde die Quintessenz von selbstloser Liebe und Unterstützung seid, schnaubte Granger und hob eine Augenbraue. Wir sind absolute Paradebeispiele dafür, Granger. Granger wurde vom goldenen Schein des Hauses hinter ihr umrahmt, vom sanften Licht und vom Feuer im Kamin. Ihr Schatten flackerte über die Treppe. Dracos Schatten, der von hinten geworfen wurde, war dunkler. Ein Mondschatten, der sich zart mit ihrem kreuzte. Er beobachtete, wie ihre Schatten erst miteinander verschmolzen und sich dann wieder trennten, als Granger ihren Stand auf ein Bein verlagerte. Es war seltsam, weil sie eindeutig müde und er bereits auf dem Weg nach Hause war. Und doch fühlte es sich so an, als würden sie beide den Abschied herauszögern. Er wollte es herauszögern. Es war süß, noch eine Weile herumzutrödeln. Unter welkenden Glycinien zu stehen, ihre verschmelzenden Schatten zu beobachten und sich über unwichtige Dinge zu streiten. Es hatte etwas schrecklich Kostbares. Vielleicht, weil es unnötig war. Weil er es nur aus purer Freude tat. Einfach nur so. Draco wartete darauf, dass sie ihre Haltung änderte. Dass er irgendein Zeichen von Ungeduld entdecken konnte. Doch da war keins. Sie hatte einfach eine Hüfte gegen den Türpfosten gelehnt und einen Arm locker über ihre Taille gelegt. Sie sprach jetzt über seine Mutter und bat ihn, ihr zu sagen, dass sie die Blumen liebe. Er erwiderte etwas, auf das sie reagieren konnte, um den Moment noch weiter auszudehnen. Sie lachte über etwas. Ihre Blicke trafen sich. Dracos Gedanken waren benebelt und diffus. Es fühlte sich wieder an wie die Narkose. Ein Gefühl der Welt im Wandel. Ein langsames Drehen. Granger pflückte verträumt ein paar Glycinienranken. Er fragte, ob das der Umfang ihres eigenen Blumenarrangements sei. Sie sagte ja, ob er beeindruckt wäre, und reichte ihm den herabhängenden Blumenstrauß. Er sagte, es sei das Schönste, was er je gesehen habe. Er streckte die Hand aus, um ihn zu nehmen, und berührte ihre Fingerspitzen mit seinen. Da war kein Blut in seinen Adern, sondern Leichtigkeit. Vermutlich verweilte seine Berührung zu lange. Er fragte sich, wie man das nennen konnte. Dieses Stehlen von Blicken, Berührungen und Augenblicken. Diesen kopflosen Schwindel, der von der platonischsten aller Umarmungen ausgelöst worden war. Den Wunsch, ihr nahe zu sein. Er war nicht dumm genug, um es Liebe zu nennen. Und es war definitiv zu zart für Lust. Aber es war auch nicht nichts. Es war etwas. Ja, wenn er sich nicht sehr irrte, dann war da etwas zwischen ihm und Granger. Und wäre das nicht eine exquisite Katastrophe? So, heute wieder ein bisschen kürzeres Kapitel. Und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Oh, ich liebe die beiden, ehrlich, es ist wundervoll. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Kapitel. Und ja, wir hören uns dann wieder. Und bis dahin hoffe ich, ihr habt eine gute Zeit. Ganz liebe Grüße, eure Kauli.